Hello and namaskar. We welcome all our dear friends today to this evening's question and answer session. Hallo miteinander, Namaskar. Wir möchten jeden herzlich willkommen für diesen tollen Abend mit Fragen und Antworten natürlich. These days, as we all know, it is quite a busy time for doctors. Wie wir wissen, sind diese Tage sehr, sehr beschäftigt für uns Ärzte. And our Dr. Saurabh Sharma is also busy with his patients. Und unser toller Gast heute, Dr. Sharma, Raja Sharma, ist sehr, sehr, sehr beschäftigt mit seinen Patienten natürlich. So we find this opportunity to introduce you to another Maharishi Ayurveda expert from our panel. So, wir sind sehr glücklich, euch heute jemanden Neues von unserem Maharishi Ayurveda Team vorzustellen, unser lieber Dr. Sharma. And this is Dr. Rajat Sharma. Und das ist Dr. Raja Sharma. Dr. Rajat Sharma is the head of Maharishi Ayurveda Center and Clinic in Gurugram, Haryana. Dr. Sharma ist der Leiter der Klinik in Gurukama in Haryana. Haryana. And just like Dr. Saurabh Sharma, who is the head of Maharishi Ayurveda Hospital in New Delhi. Und er ist genauso wie der Dr. Saurabh Sharma, welcher der Leiter der Maharishi Ayurveda Klinik in New Delhi ist. And we will also introduce you one by one to other members of our expert panel. Und wir freuen uns auch in den nächsten Sessions euch mehr unserer Experten von Maharishi Ayurveda vorzustellen. So this evening, Dr. Rajat Sharma will be happy to answer all your questions. Und heute Abend wird Dr. Raja Sharma sehr glücklich sein, all eure Fragen zu beantworten. So can we begin with the first question, please? So, wir fangen jetzt an mit der ersten Frage. Dr. Sharma, here comes the first question from Germany. Yes. Mhm. You mentioned in the web seminar about healthy skin not to use sweet and salt together. I suppose this is not applicable for meals, since sweet and salt is one of the tastes. Yes. So I will just post this question now in German. Dr. Sharma, Sie haben erwähnt im Webseminar über gesunde Haut, dass Süßes und Salziges nicht zusammen verwendet werden darf. Ich nehme an, dies gilt nicht für Mahlzeiten, da Süß und Salziges in einer Geschmacksrichtung ist. Okay. So very good question there. I see the German people are very well versed in Ayurveda. Myself, Dr. Rajat Sharma, and I'm going to answer your queries in the Maharishi Ayurveda context. So the question is that, for skin, sweet and salty should not be mixed because they increase the kapha in an excessive manner and they clog the pores of the skin and not able to breathe. So this is where you try to keep the difference between the two. But during the meal, Dr. Sharma, yes. I have to translate. sorry, yeah. No problem. So, Okay. so Dr. Sharma said that he's very happy to talk. Oh, now I talk English. Dr. Sharma hat gesagt, dass er sehr glücklich ist, mit den Deutschen zu reden und auch zu sehen, dass sie sehr gut im Ayurveda bewandert sind. Und er sagte, allgemein sollte Süßes und Salziges nicht verwendet werden, auch in der Nahrung, weil es das Kapha einfach erhöht und damit auch die feinen Kanäle im Körper blockiert oder dass die feinen Kanäle einfach, dass es nicht richtig fließen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das auseinanderhalten, also nicht zusammen essen, Salziges und Süßes. Okay, just continue. Yeah. So Maharishi Ayurveda says that there should be 6 tastes in each meal, which is sweet, sour, salty, bitter, pungent, and astringent. It should be a very good mix of all these rasas.
so that the metabolism is working at the very optimum level. If it does so, then the skin will get proper nourishment and your skin will glow. Mhm. So, Dr. Sharma sagt, dass in der Nahrung sollten immer alle 6 Geschmacksrichtungen vertreten sein. Das heißt bitter, süß, salzig, herb und sauer. Und er sagte, dann haben wir einfach eine optimale Mahlzeit. Und es ist so, dass wir dann auch eine Haut haben, die glänzend oder leuchtend ist, die einfach sehr schön diesen Glow hat. But in general, what you can do to improve the natural beauty of the skin, it is very important. I will give you around 5 to 6 tips to maintain that. So, in Dr. Sharma wird jetzt 5 bis 6 Schritte geben, die uns zeigen, wie wir einfach die Haut schön in diesem Glow, in dieser Ausstrahlung halten können, was wir machen können. Very important. Eat healthy, fresh, nutritious, and preferably organic food, right? It is as simple as that. You provide the stomach, very warm, nourishing food, and the stomach provides the food to each and every cell of the body, including the skin. So, der erste Punkt, der sehr wichtig ist, dass wir gesunde, hauptsächlich biologische Nahrung zu uns nehmen. Und was sehr wichtig im Ayurveda ist auch, sie sollte warm sein, also gekocht sein. Und dadurch kann die Nahrung sehr gut in die Zellen eindringen und die Haut sehr gut nähren. Second is always complement your food with appropriate food supplements. Very important, because in today's time, our diet is somehow not able to provide that. Das zweite ist, dass wir immer zu unserer Nahrung auch Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollten. Und ich denke, er kommt später noch drauf, welche das sind vom Maharishi Ayurveda, weil das hilft dann, die Nahrung besser zu verdauen. Give yourself enough sleep. However, get up early and go to bed early. The skin breathes and sleeps also as we do. Das Wichtigste und sehr Wichtigste ist genügend Schlaf. Das heißt, wir sollten vor 10 ins Bett gehen und dann am besten vor 6 Uhr aufstehen, je nachdem, wie viel Schlaf man braucht. Aber wichtig ist einfach, früh ins Bett zu gehen, weil das hilft wirklich, die Haut zu regenerieren und vielleicht kommt er später noch drauf, die Leber einfach zu stärken. Also, very important, relax on a regular basis. Modern research has shown that the technique of transcendental meditation and the TM Siddhi program are particularly effective to attain natural beauty of skin. Das andere für die Haut, was sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach keinen Stress hat und sich tiefenentspannt. Und da hat sich im Maharishi Ayurveda das Beste bewährt, was eigentlich die Maharishi Ayurveda Basistherapie ist, die transzendentale Meditation und auch die Advanced, die fortgeschrittene Technik TM Siddhi Programm, was wirklich zeigt, dass die Ruhe tiefer ist als im Tiefschlaf und dadurch der Körper sich tief regenerieren kann und somit die Haut zum Scheinen kommt. Right? And so important that you do yoga. With yoga, the flow of energy, the flow of prana will go to each and every cell of skin, which is the largest organ in the body, right? And it'll boom with the energy, and the flow of blood will really nourish that. And what you attain is natural beauty. Und der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, Yoga Asanas zu machen, vor allen Dingen Maharishi Yoga Asanas, weil das bringt einfach dieses Prana, das ist eine feine Energie, wir sagen feiner Sauerstoff, in den ganzen Körper und nährt die Haut, wo die Haut doch unser größtes Organ ist und dadurch der Energielevel über das Blut in die Haut befördert wird. And last not the least, very important, daily or as often as possible, please do Ayurvedic full body massage. We all like, to be touched and, and smeared upon by the oil. It really gives the senses fulfillment of nourishment.
And at the same time, the body soaks up that nutrition, the oil, and repairs itself, sheds the debris or the epithelial cells, and helps regrow the new, natural, and really elastic young skin. Und der andere sehr wichtige Punkt ist, dass wir regelmäßig die Maharishi Ayurveda Ölmassage machen. Das nennt sich Abhyanga, weil das Öl dringt tief in die Haut ein und macht die Haut weich und strahlend und bringt einfach so einen Glanz heraus. Also diese ayurvedische Massage, ich denke, es gibt Anweisungen auf der Maharishi Ayurveda Seite, wie das funktioniert, empfiehlt er sehr auch. Dr. Sharma, I would just like to ask you here that the question was also about whether not to mix sweet and salt. Yeah. And that I think you is in mind is milk and sugar. So can you elaborate on that as well? So for Milk example, and salt, I mean. Yeah. So the sweet is obviously milk, right? And if you mix something salty with it, which becomes a Viruddha Ahara. I have to, one second, I have to translate Visha. All right. So Okay. I have to, you have Please to go make ahead. a short Go break. ahead. So Dr. Richa said there was also the question not to mix the salty and the sweet together. And she mentioned milk. And now Dr. Sharma, Frau Richa, Dr. Richa hat gerade gesagt, dass wir sollten nicht das Salzige, die Frage war das Salzige und das Süße mischen, vor allen Dingen mit Milch, und Dr. Sharma wird jetzt das beantworten, die Frage. Yeah. So sweet and salty, when they're mixed together, like milk and something salty, it becomes a Viruddha Ahara, a Sanskrit term for incompatible food. So, die Sache ist so, wenn man süß und salzig miteinander mischt, zum Beispiel jetzt in Milch Salz reintut, dann bekommt es Viruddha, das heißt, dass es einfach nicht zusammenpasst. Salz und süß als Nahrungsmittel passen in dem Sinn nicht zusammen. So this incompatible food results in the formation of a lot of toxins, which is again bad for the skin. Wenn Nahrungsmittel zusammenverwendet werden, die nicht zusammenpassen, und da gibt es im Ayurveda eine ganze Liste, dann vor allem das süß und salzig, dann produziert das Giftstoffe im Körper, und das ist natürlich jetzt auch nicht gut für die Haut. So these toxins, they travel to the skin tissues, and then they can create several health issues there. So one should ideally not mix them. Und sorry, Mona, you go ahead then. So, wenn dann praktisch das gemischt wird, die zwei Nahrungsmittel, also die zwei Geschmacksrichtungen, dann gibt es, wie gesagt, die Giftstoffe, und die können einfach Probleme in der Haut bewirken, wie zum Beispiel Pickel und Ausschläge und so weiter. Ja, Dr. Richa? Yeah, so doctor, in the normal course, in a meal, like in a salad or in a soup, salt and sugar can be taken, but in certain combinations, like you said. So for example, One second. Yeah. So, Dr. Richa hat gesagt, in einer Mahlzeit wie zum Beispiel Salat, da kann man natürlich ein bisschen Zucker reintun und Salz, das geht schon, aber es gibt spezielle Nahrungsmittel, wo man das einfach nicht mischen darf. Right. So again, it just makes it an incompatible combination. For example, if you take fish and dairy items together, that is also an incompatible combination and causes a lot of Kushta diseases, and which is called skin disease actually. So that's how we should always be mindful what we are combining with what. So, yeah. So gesehen, es gibt einfach diese Kombination im Ayurveda, die nicht zusammenpassen. Zum Beispiel, wenn man auch frisches Obst zum Beispiel mit Milchprodukten zusammen verwendet, dann passt es nicht zusammen. Es kreiert in der Verdauung einfach diese Giftstoffe, und man sollte einfach darauf achten, dass die Nahrungsmittel zusammenpassen. Und vielleicht hat Maharishi Ayurveda auch einen Workshop, wo das mal genau erklärt wird, wo man tiefer reingehen kann. Dr. Sharma, I think we have to go to the next question. Yes. So that
you have beautiful answers. Thank you so much. And I think everybody's interested. So for the next question is, you already mentioned that Abhyanga is important. So the next question from Germany is, for the Abhyanga, it's recommended to use a special joint oil for the joints. Right. One second, I have to say in German. Und zwar die nächste Frage ist, für Abhyanga ist es empfohlen, ein spezielles Gelenköl für die Gelenke zu nehmen. Normalerweise, kurz eine Erklärung, verwendet man Sesamöl. Es gibt im Maharishi Ayurveda ganz spezielle Öle für Vata, Pitta, Kapha, die man verwenden kann. Und jetzt ist die Frage, ob man auch für die Gelenke ein spezielles Gelenköl verwenden sollte. Und das ist eine Frage von Annemie von Deutschland. Yeah. So there is a saying in Ayurveda about Abhyanga, which is body massage. So, es gibt einen Spruch im Maharishi Ayurveda, Abhyanga, was die Körpermassage ist. So if you oil the wood properly and regularly, it becomes very, very strong. So, er sagt, dieser Spruch im Ayurveda ist, wenn du das Holz regelmäßig einölst, schöner Vergleich, dann wird es sehr, sehr stark. Aber das ist wahrscheinlich mit Holz so, dass man, wenn er es regelmäßig ölt, dass es dann nicht trocken wird und bricht. So similar is the concept with body. The more you oil the body, it becomes stronger. It develops resistance to all the agantuk reasons of diseases. For example, like some infection or even just injury also, body becomes stronger to resist those problems. So im Ayurveda ist, wenn man den Körper regelmäßig einölt, dann wird er sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten, Infektionen, Verletzungen. Und je mehr man das macht und je regelmäßiger, desto widerstandsfähiger wird er. Yeah. So now coming to this, that in Ayurveda, we generally say that the cured or the prepared sesame oil should be used. So in Ayurveda, wenn man die Abhyanga macht, sollte man eigentlich ein präpariertes Sesamöl verwenden, was man auch beim Maharishi Ayurveda kaufen kann und bestellen kann. Das ist eigentlich für den ganzen Körper gedacht, ein spezielles Maharishi Ayurveda vorbereitetes Sesamöl. Now, cured sesame oil has been seen to travel deepest in the tissues amongst all the oils. Man hat einfach gesehen, dass gereiftes Sesamöl das Öl ist, was am ehesten in die ins Gewebe eindringen kann und tief in die Zellen eindringen kann. Von allen Ölen. Yeah. At the same time, sesame oil is also one of the richest sources of calcium. Und Sesamöl ist eine der Quellen, die am meisten Calcium hat. And joints are made of bones and muscles and all those tissues and cartilages rich in calcium. Und Gelenke brauchen einfach, weil sie aus Knochen natürlich gemacht sind. Und wir wissen, dass es viel Calcium braucht und Calcium in den Knochen die Knochen stark macht. Und deshalb ist natürlich Sesamöl sehr gut. So that way, cured or prepared sesame oil is providing most of the nutrition to the skin and body, muscles and joints. So gesehen ist gereiftes Sesamöl ein sehr gutes Mittel, um einfach die Gelenke auch zu stärken und natürlich die Haut auch zu nähren. But at the same time, if somebody has special joint conditions, pain or stiffness or some inflammation is there, then some special oil like Ayurflex oil can also be used on the joints, and rest of the body can be smeared with sesame oil. So gesehen, wenn jetzt aber wirklich jemand Probleme hat mit den Gelenken, dann ist es gut, ein spezielles Maharishi Ayurveda Gelenköl wie das Ayurflex-Öl zu verwenden. Und das wird dann speziell auf die Gelenke aufgetragen und der Rest des Körpers mit dem Sesamöl die Massage durchgeführt. Okay, So I hope beautiful answer. So shall we go? I will take now a question from the live chat because I think that people are connected, and so it's also nice to have their question answered. So let me see.
So here. So we have, in Ayurveda, we have this bowel syndrome, you know, when there's colon is irritated. So she wants to know what can you do in Ayurveda for that? And there was some other question from her. 1 second. So she just says where she is, and so, and then that's another. So that question is when you have this irritable bowel syndrome. So what can you do in Ayurveda there? That's from Sylvia from Germany, I think. So Sylvia, thank you for your question. Die Frage ist, dass im Ayurveda gibt es etwas, das wir machen können in Bezug auf Reizdarmsyndrom. Und Dr. Sharma wird das jetzt von Sylvia beantworten. Okay. So the question is, in Ayurveda, what can we do about irritable bowel syndrome? Now, this is a diagnosis given by the modern medicine, right? So, was können wir im Ayurveda machen gegen Reizdarmsyndrom? Und das ist eine Diagnose, die in der Schulmedizin gegeben wird. But if I have to explain it in terms of Ayurveda, it is one of the most important organ to which this disease is linked. Wenn wir das im Ayurveda erklären müssen, ist der Darm eines der wichtigsten Organe in unserem Körper, natürlich mit dieser Krankheit verbunden. It's called Grahani, and Grahani means which takes all the nutrition of the food and throws away the waste. So important that it is functioning normally. So im Ayurveda nennt sich das Grahini, also unser Verdauungssystem nennt sich Grahini. Das ist das Organ, was alle Nährstoffe aufnimmt und alle Abfallstoffe wieder abführt. Also eines der wichtigsten Organe im Ayurveda. And in irritable bowel syndrome, it is majorly that the Grahani is affected by a bioforce called Vata. So, wenn wir ein Reizdarmsyndrom haben, dann ist das ein Problem, was wir im Ayurveda nennen vom Dosha Vata. Das ist ein Vata-Problem. So in the Grahani and the above organs lives the Agni or the digestive fire or the metabolic fire, as you would want to say. So wenn wir unseren Körper anschauen, wir haben unser Verdauungssystem, was sich im Ayurveda Krani nennt. Und darüber sitzt der Magen und das ist auch der Sitz vom Agni, unserem Verdauungsfeuer oder unser Stoffwechselbereich mit dem Pankreas, dem Magen und so weiter, Gallenblase, Leber. Das ist der ganze Bereich vom Agni. So now imagine there is a fire, right? Like in the nature, you just imagine, and there is a lot of wind blowing over that fire. Sometimes the wind is too much and the fire is up. And sometimes the wind is very slow and the fire is very minimum. So, stellt euch einfach vor, dass wir ein Feuer haben und über das Feuer bläst Wind, was in Bezug auf Vata ist. Und manchmal ist der Wind zu stark und das Feuer, wenn ihr das so seht, dann nimmt das einfach, wird das stärker und größer. Oder manchmal ist der Wind zu schwach und dann wird das Feuer ganz klein. So similarly, if there is too much of Vata in the body due to stress or due to irregular food time or some other food products, this Vata, the irregular air, makes the digestive fire of the body irregular and making the digestion in a very different place. So gesehen, dass wenn das Vata wird erhöht durch Stress, durch dass wir unregelmäßige Routine haben, dass wir einfach Essen zu uns nehmen, was nicht für uns passend ist, für unser Dosha, dann wird auch unser Verdauungsfeuer irregulär, also wird unregelmäßig und das bringt dann einfach diese Verdauungsprobleme mit sich. So ultimately what happens in there is no stable digestion. So was passiert, dass wir keine stabile Verdauung haben, dass die Verdauung nicht stabil ist. And the body is always, sometimes
digesting the food, and then the formed stool is passed, and sometimes it is not able to digest, and the liquid stool passes out. And this is what is called Grahani in Ayurveda. So, es ist so, dass wir einfach unsere Verdauung ist unregelmäßig wegen der Watererhöhung und manchmal verdauen wir das Essen und dann wird unser Stuhl hinaus befördert und manchmal verdauen wir nicht und dann haben wir mehr so Durchfall und das ist das Problem, wie wir sagen, das Grahini ist gestört. Also unser Verdauungssystem ist gestört. So to manage that, one should know how much to eat, when to eat, what to eat, and how to eat. So important. Like for example, if you eat too quickly, the vata will increase and the body will not be able to digest. So one should always sit down comfortably, chew the food properly, so that mechanical digestion from the teeth does not cause any bloating from the stomach and the intestines, and hence tackling the problem at the root cause. So, wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir essen, wann wir essen, in welcher Geschwindigkeit wir essen. Und wenn wir zum Beispiel zu schnell essen und das Essen nicht richtig vorkauen, was sehr wichtig ist, wir müssen oben anfangen, das Essen muss gut gekaut werden, dann können wir Blähungen bekommen. Und somit ist es wichtig, dort anzufangen, dass wir einfach richtig essen, zur richtigen Zeit, die richtige Menge. Und dann können wir auch das Problem angehen damit. To manage these irritable bowel syndrome, one may take lassi. You will find beautiful recipes on our website. You can take some digestive food supplements like digestive asava or livomap. These kind of things. This will help you improve the digestion at the very root level and help you tackle those problems. And by the way, pomegranate juice will also be very, very good for you. So, was man machen kann, ist einmal Lassi nehmen. Da gibt es sehr gute Rezepte auf der Maharishi Ayurveda Webseite. Lassi ist ein Gemisch aus Joghurt und Wasser, am besten frisch selbstgemachter Joghurt mit Verdauungsgewürzen drin. Und man sollte auch die Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wie zum Beispiel Livomap ist super gut dafür, die Leber zu stärken. Es gibt andere Nahrungsergänzungsmittel, die helfen, das Verdauungssystem zu stärken. Und was er auch sagt, ist natürlich sehr gut, einen Granatapfelsaft zu nehmen, frisch gepresst. Und natürlich die Empfehlung immer von Maharishi Ayurveda ist, einen Vaidya zu sehen und eine Pulsdiagnose zu machen und dann einfach richtig zu sehen, was noch mehr hilft. Okay, let's go to the next question. And yes, here is a question which we had also before, and it is from Frau Maggie, and her question is, one second, she has a lipoödem, and so she wants to know from Ayurveda what she can do there. So die Frage ist von Maggie, sie hat was gibt es für eine ayurvedische Unterstützung von einem Lymphödem? So first of all, she needs to understand what the problem is basically there, right? It is just edema, lot of inflammation or swelling is there, right? So als erstes muss sie verstehen, was das Problem hier ist. Also es ist eine Ansammlung von Wasser und auch eine Entzündung, die im Körper ist. Also Wasseransammlung und Entzündung. So in her case, there are two things there. One is kapha, the bioforce in the body, and the second one is meda, which is one of the tissues involved in the disease here. So gesehen, es gibt hier zwei Geschichten, die involviert sind von Maharishi Ayurveda. Das eine ist unser Dosha Kapha und das andere ist das Gewebe Meda. Meda ist das Fettgewebe. Und die beiden sind miteinander, da ist eine Störung. So in this case, what is happening is, it is a bit of a difficult condition right now because there is dosha as well as the dhatu
or the tissue, they have combined together and has jammed even the microcirculatory channels of the body called strotas. So, hier haben wir das Problem, wie gesagt, von zwei Sachen. Wir haben die Doshas, also das Kapha-Dosha, was aus dem Gleichgewicht geraten ist, und das Dhatu-Gewebe, das Fettgewebe, und die haben sich miteinander verbunden und sind wie verklebt oder verklastet miteinander. Und da muss man einfach ansetzen. So just imagine very, very small pipes throughout the body, and they are filled with hard and very tightly packed sand, and it is not able to move through those pipes. That's what's happening in the body. So, hatte vorher auch erwähnt, dass das Problem der Schrotas ist. Schrotas sind die feinen Kanäle in unserem Körper, und die sind blockiert. Und man kann es auch vergleichen mit einem Rohr, wo einfach man ganz eng Sand reingemacht hat, und der Sand blockiert das Rohr, und da kann nichts mehr durchfließen durch dieses Rohr. Now the important question is that what we can do here. Now we understand the problem a little bit, right? So now this ama, or this toxins born out of incomplete digestion, they are at very, very deep level. How to remove them? We have to understand where are they coming from. So, das Problem ist hier, dass diese Toxine schon sehr, sehr tief im Gewebe sitzen. Toxine im Ayurveda nennen sich auch Ama. Und wir müssen schauen, woher kommt das und wie können wir das beseitigen. So what we have to do here is understand from which diet factor it is coming from. For example, if you're taking a lot of yogurt, you should stop taking yogurt completely. So, wir müssen jetzt mal verstehen, woher, aus welchem Ernährungsfehler kommt das Ganze. Wenn man zum Beispiel sehr viel Joghurt isst, zu sich nimmt, was eine Ursache davon sein kann, sollte man auf Joghurt verzichten. Because it will block the channels further. Weil das weiterhin die Kanäle, diese Shrotas, blockiert. Second would be very, very important for you to take Panchkarma in detail. And Panchkarma is a detox program where some dry powder massage along with some enemas will be given to you to help you do the Vilayana, which is just liquefying the fat. So, was ganz wichtig ist, wäre Panchakarma zu machen. Panchakarma ist die ayurvedische Detox-Kur, wo man einfach tief den Körper entgiftet. Und da kann man zum Beispiel Behandlungen bekommen, was dann auch der Ayurveda-Arzt dort bestimmt, wenn er den Puls nimmt, dass man so eine Trockenmassage bekommt und dann Einläufe, um dieses Vimya, also dieses, was da angesammelt ist, diese Blockaden wieder flüssig zu machen. Also Panchakarma wäre eine gute Lösung dafür. But in the meanwhile, you may start with Ama Cleanse and Trifla Plus. You can get in touch with our team to know about how to take the dosage of these food supplements. So, wenn du jetzt noch nicht Zeit hast, Panchakarma zu machen, dann könnte man anfangen mit Ama Clean. Das kann man Maharishi Ayurveda bestellen, und auch Trifala. Und das Team, Maharishi Ayurveda Produkte-Team, ist beratet gerne, wie viel man nehmen muss und wann. Thank you, Dr. Sharma, for these beautiful answers. And I think we're coming to an end. And I want to thank you and also Dr. Richa for your beautiful answers. So, ich habe mich ganz herzlich bedankt bei Dr. Sharma und Dr. Richa für ihre tollen Antworten und gebe das Wort an Dr. Richa. So, Dr. Richa, I think you want to finish, huh? Yeah. Thank you, Mona, for translating so beautifully. You're welcome. And thank you, Dr. Sharma. That was really nice answering all those questions, but I think we would need more sessions with you because we had many more questions, but due to this limited time, we will end the session now. We also understand that people, in these times, they must be having a lot of questions regarding their health. And we at Maharishi Ayurveda, we always want to create this perfect health society, and we will try and do these things on a regular basis.
So thank you everyone for listening. And if we have left anything, please do contact us. And Dr. Richa, I think, will be better Yeah, in sure. this suit. Sehr gut. So, ich muss nochmal übersetzen. So gesehen, dass Dr. Richa hat sich ganz herzlich bedankt nochmal und hat gesagt, wir werden auch weiterhin mehrere solche Sitzungen haben. Und Dr. Sharma hat gesagt, im Moment haben wahrscheinlich viele in dieser speziellen Zeit viele Fragen über Gesundheit. Und das Ziel von Maharishi Ayurveda ist, ein perfektes Gesundheitssystem aufzubauen. Und sie werden weiterhin diese Live-Sessions haben und dann können weitere Fragen beantwortet werden, auch wenn wir die jetzt nicht in dieser Zeit bearbeiten konnten oder beantworten konnten. Und ich denke auch, dass auf der Facebook-Seite findet man viele Informationen, auf Instagram und auf der Webseite. Und man kann auch alle Fragen direkt an den Maharishi Ayurveda Produkte Kundenservice schicken und sich beraten lassen. Yeah, you can always contact us through all these channels. And we will continue with our webinar series and also our live sessions. So, ihr könnt uns alle über diese verschiedenen Kanäle erreichen und wir werden weitermachen mit diesen Webseminaren und diesen Live-Sessions und dann könnt ihr Fragen direkt stellen an uns und wir freuen uns immer auf euch. Yeah, and I'm sure all our friends have subscribed us and are also ringing the notification bell. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal uns Subscribe-Button drückt und einen Like, Thumbs up. Und da freuen wir uns drüber, dass ihr uns auch immer weiterhin auf diese Art und Weise kontaktiert und mit uns verbunden seid. So have a pleasant evening. Thank you all so much for being there with us. Namaskar. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend und haben uns sehr gefreut, dass ihr mit uns verbunden seid. Und Namaskar.